Yabadabadu, willkommen bei meinem neuen Format Unzensiert, ihr super kleinen Bodybuilding-Schnecken, meine Daminnen und Frauinnen und Herrinnen und nein, ich sehe wirklich so blass aus. Ich habe eine harte Woche hinter mir, dementsprechend sehe ich ein bisschen abgegammelt aus. Das macht aber nichts. Ich habe mir einen coolen Beitrag rausgesucht. Kommen wir nicht drauf durch den Adrian. Tut mir leid, wenn ich nicht aussprechen kann. Ich habe ihn gefragt, ob ich den Beitrag nutzen kann. Er hat als erster drauf eine Reaction gemacht. Es geht um The Gift. Phil Heath. Phil Heath redet bei einem relativ bekannten amerikanischen Kollegen. Erzählt er über seinen super Juice-Gebrauch. Phil Heath, wie ihr wisst, hat gar nicht so viel geballert wie andere vielleicht. Es gibt tatsächlich Leute im Sport, die haben Talent. Die brauchen nicht so viel. Das Ganze ist auf Englisch. Ich werde es für euch ein bisschen übersetzen. Aber es ist jetzt nicht das schwierigste Englisch. Und dafür legen wir los. An. Es ist von Chris Williamson. Ich werde ihn auch noch verlinken, das Originalvideo. Und ja, wir legen einfach mal los. Guck mal rein, ob alle glücklich sind. Alle sind glücklich, alles ist gut. Es geht los. Es geht los. Wir wollen gucken. Were there any points in your career where you were forced to make a choice between, well, if I keep pushing like this, I'm concerned about what this is going to do for my health over the long term? Talk me through that, that mindset when you are faced with those choices. I love this conversation because I took less than everybody. And I can. Das ist eine geile Aussage, ne? Also klingt für manche wieder arrogant, aber er sagt halt, er hat weniger genommen als alle anderen. Das kann man natürlich nicht nachprüfen. Ich bin jetzt auch kein Hobbypsychologe. Bei mir gehen immer bloß die Alarmglocken los, wenn einmal anfängt, so das Gesicht so krass zu verziehen. Weiß ich nicht. Also dann weiß keiner, Markus Rühl und so haben auch alle gesagt, sie haben alle nur eine Testo die Woche genommen und ein kleines bisschen Deka. Man muss immer daran denken, man weiß immer nicht, was da dran sind, Sponsoren, alles, wie die darauf reagieren, aber wir hören uns das mal weiter an. Pointed out, I have blood work from the very beginning. How deep can you go into that? Okay, so I went to Miss USA taking 500 milligrams of testosterone with a shot of Deca a week. I didn't have any money, but I whipped everybody's ass. First crack at it. And Also 5 Milligramm Testo, so wie der gesagt hat, 5 Milligramm. Oh, ist jetzt nicht so viel. Und ein bisschen Schuss Deka, sagt er. Ja, ob man das jetzt. Das ist schwierig, aber wir lassen es mal so stehen. Quoted as one of the greatest Mr. USAs of all time. Didn't take growth hormone until my second Arnold Classic. How deep are we in there? I turned pro in 2005. We're talking about 2008. I had already won 2 pro shows, and now I decided to take growth hormone for the first time. And you're still running 500 milligrams a test? No, I was probably doing like 750. Yep. Very minimal stuff. Because here's my thought process with this. You watch Fast and the Furious? Keine Ahnung, müsst ihr mal runterschreiben, was ihr dazu denkt. 750 Teste und ein bisschen Wachs, HGH, oder was er genommen hat. Also schwierig, ne? Also ich meine, krass, der Typ sieht halt aus wie ein Volleyball, ne? Also an Rundheit nicht zu übertreffen. Ne? Und ich weiß nicht, wie schwer der war. Serious? Mhm. You know this good old saying, too soon, Junior? That plays in bodybuilding. The guy that hits the nitrous too fast in the race loses every time. Why? Because that car was little Honda Civic with a little turbo kit and some bullshit. Handmade, handcrafted Ferraris will always beat that shit. And if you put a little bit of a mod on that thing, you can't catch them. So you're saying that. Ja gut, wenn einer immer an sowas anfängt, das hört sich immer für mich wie Ablenkung an, aber er meint jetzt hier halt, ne, für die Leute, die jetzt nicht Englisch kennen, ne, also die Leute, die quasi langsam aufbauen, die nicht gleich von Anfang Vollgas haben hinten raus nachher
Beständigkeit. Und da muss ich ihm zustimmen. Ich habe viele Leute im Bodybuilding gesehen, die von Anfang an Vollgas gegeben haben. Nach 3 Jahren waren die fertig auf der Bereifung, also körperlich wie auch psychisch, haben ihre 6, 7 Wettkämpfe gemacht und dann haben wir nichts mehr geschissen gekriegt, weil da war alles am Limit aus. Er hat schon recht, dass man wirklich, dass ihr, wenn man sowas macht, was hier keine Empfehlung ist, dass man wirklich alles ausreizt, ja, also alles ausreizt und dann, wenn nichts mehr geht, immer den nächsten Step. Nicht, das ist ja wie eine Diät, wenn du auf Wettkampfdiät ist, wenn du zu früh die Kohlenhydrate runterziehst, dann kommt hinten, verbrennst du kein Fett mehr. Also hat er schon irgendwo recht, wo er das sagt. I rather would build, okay, better analogy. You go Super Saiyan and I can beat you in my base form. The internet is happy at You see what I'm saying? Dragon Ball So, Z reference. so let me go ahead and beat you in the base form. Let me work on the base form. It seems like Then I can't rely on this stuff because here with pharmacology and stuff, are you really getting it from a valuable source? Are you getting it from Bayer? Are you getting it from sharing? Are you getting it from these companies? You don't know. You don't work there. You really want to tax your body? You really want to take something that you really don't know that could really hurt you? And now you're becoming a drug addict, buying drugs from someone at a gym. You're buying it from drug dealers. I know drug dealers. I grew up around drug dealers. I know the mentality. I stayed away from that shit because I was like, you know what? Like, let me just go ahead and slowly roll myself into this because if I want to have longevity after my career, it would be nice to show that my blood work can prove it. Would you ever release that? Der sagt jetzt hier, ne, also das habe ich ja in meinem einen Video auch so ein bisschen gesagt. Ja, du bist halt irgendwann so ein Drogensüchtiger und kaufst vom Dealer und bist ein Abhängiger und du weißt nicht, was für einen Scheiß du dir da reinhaust. Ja, auch da mittlerweile in den USA ist der Schwarzmarkt ganz groß im Kommen. Die kaufen sich auch den ganzen Shit, weil er natürlich billiger ist. Und er sagt halt, er hat auch an seine Zukunft gedacht und hat da immer nicht so Gas gegeben. My blood work? Yeah. For money. I'm not just going to offer it up to somebody. Heath ist auch geil. Er sagt, Alter, ich zeig mein Blutbild gegen richtig Kohle. Digga, der ist halt clever, ne? Der dreht den Spieß um, ne? Der sagt, wenn du was willst, psychologisch ist der schon nicht auf den Kopf gefallen, der gute Heath. But, you know, that's HIPAA. That's a lot of, you know, maybe on my own podcast someday. Yep. Okay, so I could walk you through why. Okay, so I did the Arnold Classic in 2007. I had won the first 2 pro shows in 2006. Sean Ray. Man muss bei Heath mal sagen, der ist gar nicht so dumm, ne? Der weiß, wie der sich verkauft, der weiß, wie er zu reden hat. Der ist halt, der denkt halt auch langfristig nach, was seine Aussagen auch geldtechnisch, glaube ich, für ihn, oder was über den Mythos Phil Heath quasi, er hat ja auch noch Kai Green, ne, der natürlich auch noch sich wahrscheinlich das genau angucken wird und vielleicht auch noch was dazu zu sagen hat. Aber man muss sagen, dass Phil Heath halt also wirklich, ja, also nachdenkt, bevor er was sagt. Und ich glaube einfach, dass der denkt, ich glaube einfach, dass er sich denkt, egal, wo ich in den Medien auftrete, wie real das auch ist, es geht hier nicht um die Person Phil Heath, es geht hier um die öffentliche Person Phil Heath. So, und warum soll ich hier was erzählen, womit ich mir selber schade? Ja, also erzähle ich hier ein bisschen was, aber wahrscheinlich nicht die ganze Wahrheit. And New York Pro. Realized I needed more time off to do the Olympia. I was going to be undersized. It made no sense to get my ass beat by a bunch of guys that are seasoned veterans. Did the 07 Arnold, placed 5th. First time ever losing, right? Okay, let me take more time off. Decided to have a deeper off season. Understand that what is the difference between me and everybody else? Well, it was just time. Time in the gym, time in the gym, time in the gym. Not drugs? What is drugs going to do? It's not going to shrink time. You need time in the gym. Okay, so it's drugs. So I pound everything, and then what? You know, my trainer said, well, I can get you to Mr. Olympia in 2-3 years, but we don't know what's going to happen after that. So think about that mentality that we see today. Everybody's pounding this stuff. And here's the funny part.
the muscle tissue is damaged, the skin texture is completely off. Look, man, you see the skin texture? Da hat er halt auch wirklich recht. Eure Haut, wie die aussieht, das ist richtig wichtig. Also hast du eine scheiß Hautstruktur, porig und weiß ich nicht was, dann sieht das schon alles ein bisschen beschissen aus und gibt dann halt auch, manche haben ja so richtig große Poren, kennt ihr ja bestimmt bei Leuten. Und die Hautdünne ist ja auch wichtig. Da hat er ja wirklich recht, ne? Manche haben ja eine Haut wie, weiß ich nicht, wie eine Bolognese, ne? Sieht voll scheiße aus alles. You see that with anybody else? Probably not. I'm not even running shit, right? You know what I'm saying? Like, how do you build that? You build it with the base form. You know how to come off appropriately. You know how to do stuff like what Arnold would say back in the day. We knew how to do stuff during. It's not an all year thing because now you become a drug addict. You know how many drug addicts are in bodybuilding? A tremendous amount because they're chasing something, but they're not winning something. So you got to be a fucking idiot to go ahead and take all these drugs, right? Not win, put yourself in not only financial debt, physical debt. It seems to a lot of people, especially looking at your era, Mm-hmm. unbelievable that you Mhm. wouldn't have just been taking everything under the sun. But why should I when I was able to win my first couple amateur shows clean and then just add a little bit? When I always heard of a finishing touch, that was what was always talked about. And then I also saw guys in Colorado that were running a lot, not winning. I'm like, well, okay, so you run too much stuff. You know what happens? You develop side effects, right? So, well, if everybody's doing it, nah, man, why don't you just be different? Because maybe I don't want to do this. Also Phil Heath sagt hier einfach, dass er einfach ein Typ war, der alle Faktoren einbezogen hat und nicht einfach alles in sich reingestopft hat. Dass er das Ganze mit Köpfchen gemacht hat, also mit Plan und er auch kein Junkie ist. Und er sagt, es gibt viele Leute, die sind Junkies geworden, viele sind pleite gegangen, die haben irgendwas gejagt, aber haben nie gewonnen. Also und waren dann irgendwann körperlich im Arsch, macht da so Anspielungen auf Muskelschäden und so. Wir wissen vom letzten Olympia, was da bei Rami so ein bisschen komisch Sachen waren und so. Und er sagt halt, dass halt, er halt kein Junkie werden wollte. Ja? Maybe I don't want to have to take drugs like this. Maybe I'm afraid of needles. Maybe I'm afraid of what the side effects. Do you own an Anabolics 2000 book? Do you own these different ebooks that tell you the good, the bad, the ugly with it? I studied all this shit. So the last thing I ever, and you know what's funny? The real truth is that what if they started drug testing severely? Severely. I have no base form. I have no base form physically and also emotionally. Take all the drugs away. It's like taking the Instagram away from an influencer. They lose their shit. What was the maximum that you ever got to in terms As of far as dosages? tests? Yeah. 1,300. I tried 15 and then I was like starting to get watery. And then I remember, no, I did 15. So I was at 13. Then I was like, let's do 15. And then like another dose later, you know, like another week goes by and I was like, all right, 17 and 5 or whatever. I think Okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig verstanden habe. Er sagt irgendwie 15, also er hat irgendwann 1500 Milligramm Testus genommen. So habe ich es jetzt rausverstanden. Es kann, dass es ein Fehler ist. Ja? Und irgendwann hat er gesagt, irgendwann war alles Bullshit. Also irgendwann hat es alles keinen Sinn mehr gemacht. Ja? Also dann irgendwie zu krasse Nebenwirkungen gekriegt. because it was like all sustanon and shit like that. I just got more watery. It was just stupid. So then the same thing with growth hormone. Like, okay, so medical journals will state that if you take too much of this stuff, right? Like now you're actually going to inhibit what? More insulin, problems, because I never run insulin, never ran it in my entire life. Never. Wow. Never. Give me some money, I'll put on a freaking show, like hand on Bibles, like lie detector test, but you're going to pay me that $1 million because I'm going to take all your damn money. I'm going to take it all. So anybody out there want to challenge, just put the money up and I'll do it on national television. I don't give a damn, but you're going to pay me though, because you're not going to put me through this bullshit and me not get something out of it. So there's that part. But, Er ist halt clever, ne? Er sagte, wenn ich euch was beweisen will, müsst ihr mir dafür Kohle geben. Ich mache nichts ohne Kohle.
Ich bin nicht einer der Idioten, die das alles umsonst machen, die sich da irgendwie quasi rechtfertigen. Der sagt so, gib mir deine Million und ich mach einen Test vor der Kamera in der Öffentlichkeit und dann könnt ihr mir einen Lügendetektor-Test anhängen und ich mache das mit. Ja, sehr selbstbewusst, der Verlied. I messed around with Tran and stuff like that, but even that, I realized how harsh that is. That's just stupid. It literally says like liver, kidney damage, and all this. I was like, that's not happening. And you So know what's you funny for only me? What's funny for me is that I tried it enough to realize that I have high prolactin levels when I take it. So, so you got high prolactin? Now you take Dostinex? Why am I doing this? I'm adding all these things in. Why don't I just focus on the training and the modalities that I'm talking about? Like, I'm the one that did the infrared saunas. I'm the one that bought the Fataris 320. I'm the one that did, uh, neuromuscular massage. I'm the one that's doing, DRX 9000, with the decompression of the spine and stuff like that while taking acupuncture, while doing STEM, while doing oxygen all at the same time, living in Denver, Colorado. I'm that dude. You can't name another fucking athlete that do. All you see is cold plunges and dry needling and scraping, which is stupid as hell because you see how they scraping and they're scraping people doing the grafting when they're blood blisters and stuff. That's not gonna yield any growth. That's just being dumb. So look, my drug use was very minimal because I understood that there was life afterwards. I had some favorite, PEDs and stuff like that, like Winnie, stuff like that, and growth. But I mean, I just made sure that I took enough to get the job done. Because again, if they were ever going to start. Also er hat immer sich selbst nicht unter den Sport gestellt. Ne? Also er hat sein Leben immer in die Mitte gestellt und den Sport immer, also er hat nie sich an den Rand gestellt. Und er hat alles dafür getan, also sämtliche Sachen von Oxygen bis weiß ich nicht was, Eisbad, was immer auch er gemacht hat, um das Optimum auch aus seiner Gesundheit rauszuholen. Ja? Und er sagt auch, gewisse Sachen, was die Sportleute machen, ist Bullshit. Ja, und er sagt halt für sich so, er hat immer das ganze Bild gesehen. Er hat auch immer die Karriere nach dem Sport gesehen und da muss man ihm recht geben. Er sieht jetzt nicht aus wie ein Klumpen Kacke. Er ist nicht abgestürzt. Dreht keine Pornofilmchen oder irgendwas, sondern er ist ein erfolgreicher Geschäftsmann und muss man ihm lassen. Das bisher, was er gesagt hat. By the way, Alter, was hat der für Unterarme? Also schon, was er so sagt, das hat schon Hand und Fuß. Er hat das Ganze von hinten bis vorne durchdacht, so wie sich das anhört. Start testing for shit, I needed to be ready to just be like, I don't need this. I have a foundation. I got a foundation. And you look at me now, people say, oh man, you look younger, you look this. Guess what? Because I treated my body right. You got these other guys, and I also didn't have social media. Here's the thing, when you don't have magazines, you got social media. A professional bodybuilder right now is actually having to decide if they're an influencer or a bodybuilder. You see what I'm saying? An influencer can get on some cycles and stuff, almost look like a pro, which they try to do. They take all the best angles and the lighting and all this other shit. Some Photoshop their shit. They sell courses, they sell products and stuff. And they do it for a short period of time, right? But they can create like 1,000 episodes within 6 months. And then they can kind of just not do events because you don't see a lot of events with them and they can just dress normal. Okay, er sagt halt, es ist ein Unterschied zwischen einem Bodybuilder, einem richtigen Profi-Bodybuilder und einem Influencer, der so tut, als wenn er ein Bodybuilder wird. Und mit Photoshop, okay, das viele Licht benutzen, Photoshop mittlerweile. Ja, gut, das ist für mich dann auch Bullshit, aber wie gesagt, wenn die Leute das sich reinziehen und das glauben, ne, dann und die Leute Kohle verdienen, ja. Normally because they're not a pro or whatever, right? Pro bodybuilders now feel like they have to compete with them. And they share the same sponsors. So unfortunately, the owners of these companies just focus on certain levels of engagement. Now, for a bigger person that weighs over 240 to 270 to 200. Now, how many 300-pound bodybuilders do we have compared to Ronnie's era? A ton more, and they don't outmass Ronnie with quality muscle. Why? Because they're taking drugs more than they're actually doing the work. They're not allowing the body to catch up. We'll get back to talking to Phil in 1 minute, but first I need to tell you about Factor. I get asked all the time about how to build and maintain muscle, and the most important thing, the first thing you need to do is ensure per kilo healthy meals. But I never have time to cook. Get Factor and start eating. Checkout. That's factormeals.com/
then press here for the full-length 2-hour podcast episode when we go so deep in the history of his career, his reflections on Generation Iron, his rivalry with Kai Green, plus his best exercises for men to build muscle. Okay. Go on. Press it. Okay. Ja, Freunde, war mal ein kurzer. Der ganze Podcast, den kann ich mir noch natürlich nicht reinziehen. Jetzt gucken wir hier rein. So. Ihr seht, ich sehe ein bisschen fertig aus. Ich habe aber einen langen Tag gehabt. Ich sitze nicht nur den ganzen Tag zu Hause, sondern ich habe viel Action. Ja, was sagt ihr zu Phil Heath? Was sagt ihr? Wie findet ihr ihn arrogant oder sagt ihr, nee, cooler, dufter Dude-Typ? Ich finde, er hat die nötigen Eier, die es, glaube ich, auch in dem Business braucht und würde ihm das fast abkaufen, ne? Bloß, ja, ich habe letztens so ein Video gesehen, da hat auch einer erzählt, ja, ich habe nur das und das gemacht. Und dann hat sein Coach gesagt, ja, und das noch, und das noch, und das noch, und das noch. Und ja, gut, muss ja jeder selbst wissen. Wie gesagt, also ich könnte es mir vorstellen, dass Phil Heath da so 80% die Wahrheit sagt. Ja, keine Ahnung, lasst mir einen Kommentar da, like das und ja, schreibt mir, wie ihr das fandet. Danke, ciao.